Hallo und herzlich willkommen zu einer klassischen Runde. Der Tyrann liegt leblos auf dem Boden. Die Großarmee konnten wir damit aber auch nicht aufhalten. Da kommt noch einiges auf uns zu. Gehen wir jetzt erstmal der Pflicht eines Zwerges nach, sammeln das ganze Zeug ein und im Anschluss, da wird geredet. Wo war denn das jetzt alles verteilt? Da unten, da lagen noch 2 Stück. Und zum Schluss die Kirsche auf der Sahnetorte. Kommen wir da hoch? Super. Oh, Jaira, mach mal ganz sachte. Ich hab doch nicht mehr viel Leben. Überhaupt, wie wäre es denn mal mit einer mächtigen Heilung? Nicht, dass mir hier noch die Schockwelle zum Verhängnis wird. Und was liegt da so auf dem Tisch? Aha. Ein paar dicke Schinken, da können wir drin versinken. Aber zuerst das, was die Münzen bringt. Amulett der Absoluten. Können wir wohl nichts mit anfangen. Amnesia Dessertwein. Den gibt es später. Ja, gut. Dann greif mal zu. Na. Erstmal mitnehmen. Das kann da bleiben. Keine Verwendung für. Leer. Ach, wisst ihr, ich mag das nicht, wenn ihr mir hinterher dackelt. Bleibt mal schön dort. Ich regel das. Na lecker. Wieder ein paar matschige, faulige Gehirne. Nur das können wir doch an die Enden verfüttern, wenn wir welche sehen. Silvanischer Stein. Ja, genau. Wie sieht's eigentlich aus? Bei der Alchemie? Da lässt sich wieder was machen. Gut, Elixier der psychisch Resistenz. Man kennt's. Hey, klatsch ein, wir haben's geschafft. Noch einen Moment Geduld. In death, the body is cooling. Energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those 3 against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. Da steht sie plötzlich vor mir. Wie ist das möglich? Oh. Und wehe, du hast den Stein zerkratzt mit deinen fetten Fingern. Die Frage wird doch erlaubt sein, warum könnt ihr das Astralprisma jetzt verlassen? A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. Und was genau sind das für Steine? The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination,
The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Und jetzt stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn alles in meinem Besitz wäre. Sagt mal, Kederick hat sich im Kampf verwandelt. Was war das? I believe you fought and defeated an avatar of Merkel, the god of necromancy. A remarkable feat. Ketherick was Merkel's chosen. I know Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. He is a worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are chosen of the dead three. Dann ist das Ziel klar und deutlich. Was machen wir jetzt? We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order the death gods chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Das Wort Versagen kommt in meinem Wortschatz gar nicht vor. 3 neue Journaleinträge verfügbar. Na super. Kedericks Kriegshammer. Uiuiui. 7 bis 19. Kriegshammer. Aha. Und Kedericks Schild. Arkane Verzauberung. Du erhältst einen Bonus von +1 auf deinen Zauberrettungs-SG und deine Zauberangriffswürfe. Schildschlag. Wenn dich ein Gegner mit einem Nahkampfangriff trifft, kannst du deine Reaktion verwenden, um den Gegner umzustoßen, sodass er liegend ist, sofern ihm kein Geschicklichkeitsrettungswurf gelingt. Und Umarmung des Vollstreckers. Magische Ritterrüstung. Jeder erlittene Schaden ist um 2 verringert. Unnachgiebigkeit des Schnitters. So rum. Wenn aktiviert, kannst du nicht gegen deinen Willen durch einen Zauber oder eine Aktion bewegt werden. Bist aber bei Geschicklichkeitsrettungswürfen im Nachteil. Heulen der Toten. Das will ich probieren. Leg doch mal an. Rüstungsklasse 23. Da sind wir nur um 1 besser. Stoße ein markerschütterndes Heulen aus, das alle Kreaturen in der Nähe betäubt. Für 3 Züge. Nehme ich. Und nur weil ich's mal sehen will. Oh, kann auch einhändig geführt werden. +10, 6 bis 13. Nö, da bleib ich lieber. Bei meinem geliebten Blut von der Thunder. Stufenaufstieg gibt's auch wieder. Da haben wir ihn nackig gemacht. In dem Sinne. Nicht, dass mir hier noch was durch die Lappen geht, aber müsste es doch gewesen sein.
Alles leer. Dann rückt mal ran. Dieses Schild. Könnten wir bei dir nochmal nachschauen? Kriegshammer und der Schuppenpanzer. Ach, das wäre ja eigentlich nur mittlere Rüstung. Da findet sich doch bestimmt Verwendung für. Der. So. Das. Und nicht das. Auch noch dazu. Müssen wir durchlesen, müssen wir durchstöbern. Ketteriks Nesserstein. Und da kommt nichts. Und noch eine zerknüllte Notiz. War am leblosen Körper. Also, du hattest ja schon was Schönes. Sharp as ever. Bei dir wäre das nicht möglich. Wächterschild oder Ketteriks-Schild. Oh, Bonus von +3 auf Initiative-Würfe. Das hat aber schon mehr Style. Nur mal für einen oder 2 Kämpfe. Always nice to be wanted. Und du konntest? Helf mir mal auf die Sprünge. Leichte und mittlere Rüstung. I have such a headache. Da haben wir doch einen Kandidaten gefunden. Mach mal Ordnung hier. Die Brühefässer. Auch gleich mal. Das da und das so. Call and I answer. Wie? Kann jetzt nicht geändert werden, weil Watch your elders and learn. in Eulenbärform. Oder was hindert dich? Na aber. Schick. Nature's servant awaits. Soweit, so gut. Das wollten wir ja noch in der Tasche lassen. A long way to go still. Na dann, All's well that ends. bevor ich da durchs Portal steige. Papa, ich liebe euch. Alles Liebe von Is. Ja, ist das denn wahr? Kurz und knapp. Die Invasionspläne. Eine Karte der Schwertküste vom Treibeismeer bis ein Stück nördlich von Amn hinunter. Einschließlich mehrerer der Inselgruppen in der Schwertsee. Fürst Gortasch, das Komitee der besorgten Patriarchen möchte euch zu einem formellen Treffen in der Hohen Halle einladen, um über kurz- und langfristige Pläne für das wirtschaftliche Überleben von Baldurs Tor zu sprechen. Am Zweitag, dem 12., wird um 12 Uhr mittags ein Essen serviert. Dürfen wir mit eurer Anwesenheit rechnen? Fürst Hir Ryden, Vorsitzender des Komitees. Ich wäre dabei. Aber mich fragt ja wieder niemand. Das absolute Ende. Unter diesem Text über den Kult der Absoluten und seine Gefahren hat jemand diese Reaktion gekritzelt. Dieses eilig heruntergerotzte Gewäsch verfolgt zugegebenermaßen gute Absichten.
Der Autor empfindet offenkundig eine gewaltige Furcht vor der Absoluten. Das Problem ist, dass er den Aufstieg des Kults mit anderen Dingen in Verbindung setzt, beispielsweise dem Hitzetod des Universums, der Wiederauferstehung des einäugigen Lichts Vecna, dem starken Anstieg von nekromantischen Exzessen und sogar dem Faulen importierter Früchte aus Schuld. Der Autor sollte mal einen Schluck Wasser trinken und sich hinlegen. Besser wär's. Ach, Moment. Jetzt nicht. Da fehlt noch der große Plan. Dem Schreiber Jantos von Enver Gurtasch diktiert. Der große Plan ist der in der gesamten Spezies der Gedankenschinder verbreitete Ehrgeiz, die Zeiten ihrer großen Eroberungen durch einen Akt der plötzlichen Massenzeremorphose wieder aufleben zu lassen. Das Ältestengehirn würde dadurch eine unerbittliche Armee elitätischer Sklavenkrieger befehligen, mit dem sie all ihre alten Feinde besiegen könnten. Menschen und Humanoide, Githyanki und Olitariden. Natürlich ist das wahnhaft und verrückt, Größenwahn von kosmischen Ausmaßen, und ich weiß genau, wie wir es zu unseren Zwecken nutzen können. Wir werden den Gedankenschindern helfen, ihren großen Plan umzusetzen, jedoch nur auf eine Weise, von der wir profitieren. Die Elititen werden ihren Kreuzzug der Versklavung bekommen, doch sie werden im Gegenzug unsere Sklaven sein. Und wir werden entscheiden, wie, wann und wo ihr großer Elitetenausbruch stattfindet. Oder genauer gesagt, ich, Gurtasch, werde diese Dinge entscheiden, denn den großen Plan zu befehligen, ist ganz offenkundig eine Aufgabe für einen Beniten. Na, da hält aber jemand viel von sich. Wenn ich das jetzt richtig sehe, können wir... Time to press ahead. Ich würde ja so gern da mal reinspringen. Naja, lassen wir das mal lieber sein. Portal zur Oberfläche. Stufenaufstieg, ja, kommt auch gleich. Türme des Mondaufgangs, Hauptstockwerk. There are important matters for us good rest about now. Oh. Wie? Warte mal. Der Verdorrte? Thy hunger denied. Seluna's faithful yet shines. The balance shifts. Thou hast seen with thine own eyes and felt in thine urges. The dead three unite. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Das ist eine gute Frage. Ich denke schon. Warum denn nicht? Haben nicht alle Lebewesen eine Seele? No. Nor canst thou count mind flayers among them. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, O tempted one? This is the question thou must come to answer.
Until such time, be availed of my services. Dann bin ich auch weiterhin dankbar. Doch ich bin überrascht, euch zu sehen. Warum seid ihr hier? Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Gut. Ja, danke. Ihr scheint viel über die toten drei zu wissen. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Die Götter mögen schaudern und sich fürchten, doch nicht dieser Zwerg, der vor euch steht. Ihr wisst also von diesem Verlangen. Was könnt ihr mir sagen? Nothing thou dost not already know. Very well. Da können wir nichts weiter tun. Ja gut. Dann weiter zu Will. Oh, vielleicht solltest du dich lieber setzen. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure, we're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Das brauchst du mir nicht zu sagen, das weiß ich doch. Mein treuer Freund. Wisst ihr etwas über Gortash und Orin? Orin? I'd never heard tell of, but Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Das glaube ich auch. Miss Sora meinte, ihr könntet darüber reden, was zu eurem Pakt und eurem Exil führte. Es wird Zeit, dass ich die ganze Wahrheit erfahre. Yes, but first a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? Alles. Ich würde mein Leben opfern, wenn ich die Bewohner so schützen könnte. As would I. And more. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. Der Drachenkult ist in Baldurs Tor eingedrungen, aber zu welchem Zweck? To conjure the Dragon Queen and lay waste to Baldur's Gate. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant,
first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul, and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while two devils stood witness, and I said yes. One soul for one city. Ach Will, ich an deiner Stelle hätte vermutlich dasselbe getan. Doch ihr habt es allein mit 25 Kultisten aufgenommen, kaum zu glauben. I had Mizora at my side, and the archdevil Zariel guided our hands that day. I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Und was geschah mit eurem Vater, dem Großherzog? He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. After, he said only one word. Go. So I did. Habt ihr dabei euer Auge verloren beim Kampf gegen die Drachenkultisten? It is the one scar I ever bore of it. Mizora replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world or the depths of the lower dark and still never shake her. Aber bald ist ja der Pakt gebrochen. 6 Monate, wenn ich das noch richtig im Gedächtnis habe. Nun gut. Mizora ist Baldurs Tor doch sicher einerlei. Warum sollte sie die Stadt retten wollen? She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. Es war tapfer, was ihr für die Stadt getan habt. I don't know that it was brave. I just know that it was right. Wir kommen später auf das Thema zurück. Will, wir haben jetzt aber anderes zu erledigen. I understand. Sagt, der Kult der Absoluten hat Ravengard. Wo werden sie ihn hinbringen? Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Eine Festung also, wird schwer, sie zu erklimmen. Ihr müsst so wütend gewesen sein, dass euer Vater euch aus der Stadt verbannt hat. No, never. He did the only thing he could. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst, and Grand Duke Ravengard suffers neither. Fehlt euch euer Vater? More than you know. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. Ach,
Da bin ich mir nicht so sicher. Ein kleiner Funken Liebe und Zuneigung wird auch noch in ihm gewesen sein. Reden wir über uns. My favorite subject. Reden wir doch Surely. nicht über uns. Das wäre jetzt der falsche Ort für derartige Gespräche. Einmal möchte ich aber noch... I would not linger in this land over long. But whatever your business, I will aid you if I can. Das hatte ich mir auch schon gedacht, dass du mich auch weiterhin begleitest. Allerdings dachte ich auch, dass du noch ein paar Worte zum Thema beitragen könntest. Tut sie aber nicht. Na dann. Thanks for watching out for me. Ach, Lot could have tossed me back in the shadows. hab ich jetzt gar nicht gesehen bei all den Leuten. I'm glad that's still the case. Aelin! Isabel! My love! You were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Ah, there you are. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? Aber sicher doch. We look forward to it. You there, Sharon. By the fires of your camp's hearth, we will discuss all we must. I'll be ready. Whatever you have to say had better be worth your life. Now, you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. Es war mir eine Ehre, euch helfen zu können. Da können Sie zusammen in den Sonnenuntergang fliegen. Doch für uns war es das an dieser Stelle. Stufenaufstieg machen wir dann doch beim nächsten Mal gemütlich im Lager mit den Gesprächen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.